Hast du dich schon mal selbst verletzt? Physisch oder psychisch? Und oder hast du das Gefühl, von Zwängen beherrscht zu werden? Dann willkommen im Club. Ich kann aus Erfahrung reden, wenn es um Zwänge geht. Beispielsweise die Skin-Picking Disorder oder den Händewaschzwang. Und genau deshalb möchte ich dir in diesem Video aufzeigen, wie du den Kreislauf eines Zwangs durchbrechen kannst und wie du lernst, wieder liebevoller und achtsamer mit deinem Körper umzugehen. Herzlich willkommen beim Podcast zum Lichtvertrauen. Mein Name ist Leslie Leila Zack. Das ist mein Lichtmops Kayla. Nun, kommen wir doch zu diesen Zwängen. Zwänge, die dich und deinen Körper verletzen. Ich hatte insbesondere deren zwei. Den ersten konnte ich relativ leicht auflösen. Den Händewaschzwang. Der erste Schritt, der notwendig ist, um einen Zwang aufzulösen, ist natürlich zu erkennen, dass man einen Zwang hat. Und das war bei mir der Fall, als ich eine Dokumentation sah. Eine Dokumentation über eine Frau, die diesen Zwang extensiv betrieben hat. Und ich habe das gesehen und mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Das machst du ja auch. In einer leichteren Form, aber das machst du auch. Und hey, so möchte ich nicht enden. Das geht gar nicht. Das war schon der zweite Schritt. Der Wille, etwas zu verändern. Sehr wichtig. Und dann kam noch die Unterstützung dazu, denn glücklicher und zufälligerweise kam dann Kayla in unseren Haushalt. Und mit einem Hund müsste man eigentlich dauernd die Hände waschen, nach meinem alten Prinzip. Und das war mir dann einfach zu blöd. Ich wollte nicht jedes Mal, nachdem ich sie angefasst hatte, meine Hände waschen. Also habe ich einfach damit aufgehört. So einfach. Naja, in diesem Fall schon. Aber das waren schon diese 3 Schritte. Erkennen, ich habe einen Zwang. Den zweiten, den Willen, etwas daran zu verändern. Und drittens, einen Weg auszusteigen, einen Grund auszusteigen. Den Grund hat mir Kayla geliefert. Und du siehst an diesem Beispiel auch gleich, dass sobald man den Willen bekundet, etwas verändern zu wollen, das Universum einspringt und uns dabei unterstützt. Sie haben mir Kayla geschenkt. Sie ist nämlich vom Himmel gefallen. Aber diese Geschichte in einem anderen Video. Gut, Zwang Nummer 1. Da gibt es aber noch den anderen, diese Skin-Picking Disorder. Ich weiß nicht, ob du damit etwas anfangen kannst, aber es bedeutet grundsätzlich, dass man seine Haut selbst verletzt. In meinem Fall war es mehrheitlich das Ausdrücken von Pickeln und Mitessen, und zwar ohne Beachtung von Hygieneregeln oder ohne damit aufhören zu können. Eben ein Zwang. Bis aufs Blut ausdrücken, ohne jede Regel. Alternativ gibt es die Version, dass man sich blutig kratzt beispielsweise. Hatte ich auch, habe ich aber nur relativ kurze Zeit an meinen Beinen gemacht. Hat sich aber von selbst wieder erledigt. Mehrheitlich meint man aber mit der Skin-Picking Disorder schon
das Ausdrücken von etwas, das Zerkratzen an diversen Stellen, ja. Bei mir war es wirklich so, dass ich jeweils vor dem Spiegel stand und das lange Zeit und mich wirklich verletzt habe, teilweise aus heutiger Sicht betrachtet oder aus der Sicht von anderen Personen betrachtet, sinnlos, weil da vielleicht gar nichts war. Einfach völlig zwanghaft. Gut, wie bin ich da herausgekommen? Das möchtest du ja erfahren. Schritt 1, erkennen, man hat einen Zwang. Das habe ich erkannt, als ich feststellte, dass ich dort hängen blieb an diesem Spiegel, teilweise eine halbe Stunde oder länger und nachher irgendwie in Zeitdruck kam. Die Zeit ist dort vergangen wie im Flug und ich habe dann gemerkt, irgendwie habe ich irgendwo Zeit verloren. Und ich habe begonnen, mich zu fragen, weshalb. Habe dann wirklich festgestellt, dass ich da etwas tue, das irgendwie wie hinten rausfällt. Ich tue das, ohne zu merken, was ich tue. Deshalb habe ich genauer hingeschaut und dann festgestellt, hey, ich verletze dabei meine Haut. Das finde ich nicht gut. Also Schritt 2, ich möchte etwas verändern. Ja, der Wille alleine hilft noch nicht. Wie schaffe ich es denn, aus diesem Kreislauf herauszutreten? Mein Rezept für dich, das für mich funktioniert hat, geh zurück an den Moment, wo du diesen Zwang zum ersten Mal ausgeführt hast. Wieso hast du damit begonnen? Was hat dich dazu gebracht, es zu tun? In meinem Fall habe ich mich daran erinnert. In meiner frühen Jugend war zu Hause relativ viel Trubel, eine extrem angespannte Stimmung. Ein Herumschreien, ein Türe schlagen, sehr viel Wut, Emotionen. Ich konnte damit nicht umgehen. Ich habe mich zurückgezogen in mein Zimmer, habe die Ruhe, die Stille gesucht. Beinahe unmöglich. Und was habe ich getan? Ich habe mich vor den Spiegel gestellt und ich habe mich darauf fokussiert, hier etwas zu tun. Und glaub mir, es war eine befriedigende Aufgabe. Schräg, oder? Es war befriedigend zu sehen, dass da was rauskommt und dass ich da was tun kann. Naja, nicht wirklich hilfreich für den Körper, aber hilfreich für den Geist. Ich konnte mich fokussieren auf diese eine Tätigkeit. Und währenddessen waren meine Gedanken frei. Und alles andere trat in den Hintergrund. Das war das Ziel. Und so war es dann auch später. Jedes Mal, wenn ich eine herausfordernde Situation erlebt hatte, fand ich mich nachher vor dem Spiegel wieder, meine Haut verletzend und dabei darüber nachdenkend, was gerade vorher abgelaufen war. Alternativ gab es auch die positive Variante, vor dem Spiegel dasselbe tun
und fokussiert über ein Projekt nachdenken. Also immer die Möglichkeit, mich fokussieren zu können, meine Gedanken auf etwas konzentrieren zu können. Ich habe ADHS, also eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Also das Konzentrieren auf eine Aufgabe ist für mich eine Herausforderung. Habe ich aber gelernt. Ein Mittel dazu war eben so etwas. Aber das in einem anderen Video. Nun, es kann aber nicht die Lösung sein, um sich zu konzentrieren, um Stille zu schaffen, seinen Körper zu verletzen. Das wollte ich nicht mehr. Macht doch keinen Sinn. Ergo, was muss ich machen? Neue Wege finden, Alternativen. Und genau das möchte ich dir auch empfehlen. Wenn du festgestellt hast, wieso du damit begonnen hast, und falls du dich nicht zurückerinnern kannst, ganz einfach, dann mach es doch in einer Meditation. Versuche in einer Meditation an diesen Zeitpunkt zurückzugehen. Also, wenn du weißt, wieso du damit begonnen hast, dann denke dir neue Wege aus, die du alternativ ausführen kannst, wenn du die Ausgangssituation für deinen Zwang erreichst. Also wenn du an diesen Punkt kommst, jetzt möchte ich mich fokussieren, jetzt in meinem Fall, ich muss über etwas nachdenken können in Ruhe, dann wähle einen anderen Weg als den Weg zum Spiegel. Bei mir zum Beispiel, setze dich auf ein Sofa mit einer Tasse Tee, ganz bewusst. Der Trick am Ganzen ist, wie bei allem, bewusst werden. Bewusst werden, was tue ich eigentlich den ganzen Tag. Das ist immer die Grundlage. Achtsam sein, beobachtend. Und dabei natürlich liebevoll sein mit dir, geduldig, ganz wichtig. Denn ja, du hast Schritt 1 gemacht, ja, du hast Schritt 2 gemacht, aber beim Schritt 3 Alternativen gehen, machst du manchmal auch einen Schritt rückwärts. Das ist völlig okay. Ich habe Dutzende von Anläufen gebraucht, bis ich es geschafft habe, nicht mehr vor dem Spiegel hängen zu bleiben. Wenn ich mich dabei die ganze Zeit verurteilt hätte dafür, dass ich es tue, wäre es noch viel länger gegangen. Denn das ist dann Selbstverletzung psychischer Art. Und auch das wird sich physisch auswirken in deinem Körper. Selbstverletzung kann in vielerlei Hinsicht geschehen. Schau hin, sei bereit, etwas zu verändern, lass dich leiten, sei liebevoll und geduldig mit dir dabei in diesem Prozess. Und ich wünsche dir, dass du dann raschmöglichst einen Ausweg findest aus diesem Kreislauf. Ich freue mich, wenn du deine Erfahrungen in den Kommentaren teilst, denn das kann für uns alle sehr hilfreich sein. Gemeinsam sind wir stärker, oder? Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen gegen oben und wenn du mich weiter unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Kanal und ich stehe dir mit vielen Videos dieser Art zur Seite. Nun wünsche ich dir noch alles Liebe auf deinem Weg und sage bis bald. Deine Leslie.